Ich bin Patricia. Und das ist Simon. In unserem Van bereisen wir Europa. Wenn du magst, begleite uns ein Stück. Das Highlight Nummer 1 auf unserer Spanien-Rundreise war die Kirche Sant Romà de Sau. Die liegt in einem Stausee in Katalonien, ist eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert, die normalerweise komplett geflutet ist und nur der kleine Spitzlicht schaut oben aus dem Wasser raus. Durch die anhaltende Trockenheit jetzt in Spanien liegt aber die komplette Kirche und auch noch einige andere Gebäude komplett aus dem Wasser und können erwandert werden. Wir haben diese Wanderung gemacht. Es ist sehr, sehr eindrücklich, dieses Bauwerk zu begutachten und drumherum zu laufen. Die Kirche besuchen selber kann man nicht, weil sie einsturzgefährdet ist, aber es ist auf jeden Fall auf deiner Spanien-Rundreise ein Ort, den du besuchen solltest. Einen Stellplatz findest du übrigens ganz in der Nähe. Auch Parkplätze sind vorhanden. Wer absolute Ruhe sucht, der ist an diesem Stellplatz oberhalb von Alicante zwischen Tibi und Gijona gut beraten. Das ist eine Canyon-Landschaft, die seinesgleichen sucht. Wir haben ihn Grand Canyon getauft, analog seines amerikanischen Pendants, weil es wirklich eine sehr bestechende Natur ist. Wer gutes Schuhwerk dabei hat, kann diesen Canyon auch erwandern, kann sich ab den verschiedenen Blumen und den verschiedenen Gesteinsschichten erfreuen. Man findet an gewissen Stellen sogar Salz mitten im Canyon. Also das ist echt geil hier. Und dann wandert man hier in Spanien mal irgendwie so 45 Minuten und dann ist hier alles Salz. Ja, das ist wirklich Salz. Und das Meer ist überhaupt nicht hier in der Nähe. So, was denkst du, machen Schweizer nach dem Wandern? Genau, sie essen Fondue. Und das haben wir noch aus dem Wallis importiert und das wird heute verfondue. Ein weiteres Highlight ist die Abanilla-Wüste. Die ist echt gigantisch. So eine Landschaft haben wir noch nie gesehen. Der Zugang erfolgt über die Straße von Baños de Fortuna nach Mahoya und der letzte Kilometer ist ein unbefestigter Weg, geht aber ganz gut. Man kann oben am Rand sich hinstellen, es sind genug Stellplätze da. Einfach, es ist absolut kein Schatten dabei, wer im Sommer diese Reise unternimmt. Die Tabernas-Wüste ist das Hollywood Spaniens. Hier wurden sehr, sehr viele Hollywood-Filme gedreht. Auch Bud Spencer und Terence Hill haben hier früher Filme gedreht. Game of Thrones wurde hier gedreht und ganz viele andere Filme auch. Es ist eine knochentrockene Landschaft. Sie besticht wirklich durch ihre Einzigartigkeit. Auch der Drehort von Lawrence von Arabien kann besichtigt werden und es gibt da noch so ein kleines Westerndorf mit einem Stellplatz, wo man schlafen kann und so eine kleine Westernshow sich dann zu Gemüte führen kann.
Cadiz und die Küste de la Luz in Andalusien ist unbeschreiblich schön. Auch wenn Cadiz an und für sich selber relativ touristisch und überlaufen ist, ist ein Besuch dieser Metropole auf jeden Fall ein Besuch wert. Auch wer Zeit hat, sich nachher ein bisschen in der Stadt die Beine zu vertreten, der findet ganz viel arabischen Einschlag und kann eine wunderschöne Markthalle genießen. Wir waren jetzt hier auf dem Markt und die Scheibe ist gefroren. Wer mutig ist, der fährt im Winter über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien. Dann sollte auch ein Eiskratzer mit im Gepäck sein. Wer diese Reise im Sommer unternimmt, braucht nichts zu befürchten. Die Reise an und für sich ist wirklich sehr spektakulär. Es ist ein riesiges Gebirge, die Pyrenäen, das man da so überquert, und man fährt durch einen dunklen Tunnel und ist dann plötzlich in Spanien Mutterseelen allein und hat diese traumhafte Bergkulisse, die sonst für Spanien einzigartig ist. Unser wirklich größtes Highlight auf unserer Spanien-Rundreise ist die Bardenas Reales Wüste, ein bisschen unterhalb der Pyrenäen. Diese Landschaft ist extrem beeindruckend. Auch wenn sie landschaftlich intensiv genutzt wird, sind da Gesteinsformationen, die wir so in Europa ansonsten noch nirgendwo gefunden haben. Auch hier wurden natürlich wieder einige Filme gedreht, aber man kann hier bei einem Besucherzentrum kurz anhalten, kriegt eine Karte, dann sind es irgendwie 33 Kilometer Schotterpiste, die man rundherum fahren kann, und auf dieser Piste sind die verschiedenen Highlights dieser Bardenas Reales Wüste anzutreffen. Man kann auch viele Wanderungen unternehmen, wer ein bisschen mehr Zeit mitbringt. Was allerdings nicht erlaubt ist, ist in der Wüste selber zu übernachten. Dafür sind aber drumherum genügend Stellplätze da, sodass wirklich jeder irgendwie was findet. Und das obligate Foto mit diesem berühmten Felsspitz da darf natürlich auch nicht fehlen. Gibraltar und sein Felsen gehört zwar nicht zu Spanien, sondern zu Großbritannien oder zum Commonwealth, ist aber trotzdem da ganz in der Nähe, und wer schon ganz nach unten in Spanien vorbeikommt, der sollte unbedingt am Hafen auf der spanischen Seite parken. Da ist ein super bewachter Stellplatz, wo man auch übernachten kann. Und von da aus ist es überhaupt nicht weit zu Fuß über die Grenze und dann über den Flughafen oder Flugplatz rüber nach Gibraltar. Da kann man verschiedene Sachen machen. Es ist auf jeden Fall ein London in Mediterran. Es lohnt sich absolut, sich diesen Tag zu nehmen, da zu essen, einzukaufen. Wer will, kann für 40 € sich ein Taxi schnappen und die Affen auf Gibraltar und die Festung besuchen, was wir persönlich nicht gemacht haben. Aber der Besuch von Gibraltar ist auf jeden Fall mit ein Must. Wer mal ganz anderes Spanien erleben will, der fährt nach Tarifa und über diesen Hügel und zieht sich die Costa de la Luz ein bisschen genauer rein. Das liegt alles in Andalusien, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär. Selbst Tarifa mit seiner Geschichte und südlichster Punkt von Spanien ist absolut eine Reise wert. Man sieht den maurischen Einschlag ganz, ganz deutlich. Die Stadt pulsiert, sie hat kleine Shops, die man erkunden kann, einen kleinen Markt, an dem man einkaufen kann. Und wer dann sich noch ein bisschen weiter raus traut, der kann eine Sanddüne erwandern. Das ist wirklich ein sehr spektakulärer Ausblick da, und die Düne geht wirklich super gut, um da hoch zu kraxeln, und ist ein riesengroßer Sandhaufen und Spielplatz auch für erwachsene Kinder.
Weitere Highlights in Andalusien sind natürlich die, ich glaube es sind 18 verschiedenen weißen Dörfer. Wir haben Arcos de la Frontera besucht, weil das mit das geschichtsträchtigste ist. Das war wirklich die Grenze früher zwischen dem Christentum und dem Maurenbereich. Wir konnten ganz oben auf dem Marktplatz direkt schlafen und dann am anderen Morgen zu Fuß in diese Stadt. Sie ist sehr, sehr eindrücklich gebaut, weil sie wirklich so an diesem Hügel oben klebt. Wiederum sieht man überall so gemauerte Bögen, die die Häuser zwischendurch stützen. Und den maurischen Einschlag, der ist auch hier nicht wegzudenken. Wer also Lust und Zeit hat, der besucht eine dieser wunderschönen weißen Dörfer. So, let's go. Es fängt schon wieder an zu regnen, ein wenig. Der Kathedralenstrand in Galicien ist wirklich ein Besuch wert. Dieser Strand kann nicht zu jeder Zeit besucht werden, da er sehr, sehr stark von Ebbe und Flut abhängig ist. Man darf auch nicht allzu lange da verweilen, weil die Gezeiten da doch ganz schön ihre Kraft ausbreiten. Man kann aber runterwandern und dann durch diese verschiedenen Gesteinsformationen durchlaufen. Das ist mega gigantisch. Die Wanderung, die uns am meisten Freude bereitet hat, ist die zum Pico de Europa, ebenfalls in Galicien. Man kann da einen Suonenweg entlang wandern und kommt dann zu einem berühmten Torbogen. Allgemein ist der Weg sehr gut begehbar, es ist sehr ausgesetzt, weil teilweise der Weg in den Felsen selbst reingehauen ist und links und rechts, also eins geht runter, auf der anderen Seite ist Fels, aber die Natur ist atemberaubend und auf jeden Fall eine Wanderung wert.